damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Überraschenderweise. Ich wusste gar nicht, dass das Spiel jetzt schon rauskommt. Ich dachte, es wird noch eine Weile dauern, aber gut. Muss ich meine ganzen Pläne hier über den Haufen werfen. Aber der Demon. Ja, Sherlock Holmes, die Awakened. Awakened. Ich freue mich so sehr. Das war, also Sherlock Holmes war eins meiner ersten Let's Plays auf dem Kanal und jetzt kommt ein neuer Teil raus und ich freue mich so sehr. Gut, dann machen wir mal ein neues Spiel. Oh. Der Schatten über London. Kapitel 1. Baker Street. Oh, ich liebe dieses Lied. Dr. Watson, would you kindly close the door behind you so that we can limit the price of your carelessness to merely hours of work rather than days? My apologies, Mr. Holmes. I found myself rather taken aback. I saw tidier houses in war-torn Afghanistan. Are those my surgical needles? I ran out of tacks and the matter required immediate attention. Was that my supper? Plainly not, for I was the one who ate it. I set it aside for this evening. And for that I am grateful. Is that my bed? Watson, since you've proven yourself a master of observation, might I ask you to apply your skills to a more pertinent question? Namely, the whereabouts of today's newspapers. They are the key to everything. The newsboy is usually reliable. Medically speaking, I often find that the key to everything is good sleep. In a bed. Your papers are here, on the table. Let us see what the postman brought today. Willkommen im Spiel. Benutze zum Bewegen und drücke A zum Interagieren mit Objekten. Oh mein Gott, Leute, wir sind wieder... Ich kann es kaum glauben. Wir sind wieder bei Sherlock Holmes. Oh, look at him. Handsome boy. Oh, dieser Anzug sieht so gut aus. Er sieht so gut aus, wie immer. Ach Gottchen, okay. Oh Gott. Karte, Outfits. Ach du Heilige. Oi. Da sind noch welche vom letzten Spiel. Look at him. Oh Gott, sieht so gut aus. Ey. What? Also. Baker Street, ist das nicht der Ripper, der da sein Unwesen treibt? Der Ripper? Der Ripper? Ich bin gerade... Wait. Oh Gott, Leute, ich bin maximal verwirrt. London Advertiser. Es fängt schon mal gut an, ne? Also beim anderen Teil konnte ich genauso wenig lesen wie jetzt, ne? Also manche Dinge bleiben beim Alten. 28. September 1882. Nach dem jüngsten Besuch der schwedischen Prinzessin Ildur in London, der von einer Reihe unglücklicher Begebenheiten überschattet war, gilt das Verhältnis zwischen England und Schweden als angespannt. Allen voran sei das ungeklärte Verschwinden des Leibwächters von Prinzessin Ildur genannt, das die britischen Diplomaten nun in Verlegenheit bringt. Der Leibwächter, der seit vielen Jahren im direkten Umfeld der schwedischen Königsfamilie arbeitet, nutzte nach Dienstschluss seinen Aufenthalt in London für eine nächtliche Erkundungstour in der Stadt, von der er nicht zurückkehrte. Ein Sprecher der Londoner Polizei ließ dem London Advertiser gegenüber verlautbaren, dass man zuversichtlich sei, den Leibwächter dank seines markanten,
skandinavischen Erscheinungsbilds zu finden. Ein solcher Hühne zieht die Blicke auf sich, ob nun die Blicke von seinesgleichen in Herrenetablissements oder die der reizenden Damen, die ihnen dort Gesellschaft leisten. Local gossip, all of it uninteresting. Your order from Barnes' bookshop has arrived, Doctor. Barnes insists on delivering the books to our door, even though we could easily walk to his shop. That's good service. Another letter from Werner. I never reply, but they keep coming. I don't see the Strand. Where is it? Pardon me? I am on the precipice of uncovering a pattern of crime across London spanning many months and involving many men. The missing paper cannot be a coincidence. That's preposterous. My dear fellow, life is infinitely stranger than anything which the mind of man can invent. Well, life used your newspaper to wipe its posterior, so after that unpleasant discovery this morning, I disposed of it. But in lieu of the Strand, perhaps I can deliver you something equally tantalizing. I have just returned from a patient of mine, Captain Stemwick, who... No, that will not do. Grab your coat, Dr. Watson. Let us hope nobody has collected the dustbin. Der Strand war nicht in der Morgenpost. Hier sieht's aber aus, hey. The dustbin is yours for the digging, Mr. Holmes. Es regnet. Heute ist es regnerisch, daher solltest du dich dem Wetter entsprechend kleiden. Öffne die Fallmappe und navigiere mit zum Bereich Garderobe, eine Kopfbedeckung aufzusetzen. Was? Buch von Mr. Barnes. In unserer Morgenpost befindet sich ein Buch für Watson. Es stammt von Mr. Barnes, dem Buchhändler, der seine Bestellungen gerne persönlich ausliefert. Dem Buch liegt Mr. Barnes' Visitenkarte mit der Adresse seiner Buchhandlung gleich um die Ecke bei. Und da ist die Heizung? Ich bescheuert. Zeitung. Oh mein Gott, Leute, man kann es anheften. Perfekt. Der Strand war nicht in der Morgenpost. Watson hat die Morgenpost in die Wohnung gebracht, aber der Strand fehlt. Er hat die Zeitung draußen in den Müll geworfen, weil sie verschmutzt war. Vielleicht wurde die Mülltonne noch nicht geleert und ich finde die Zeitung. Lustig. Oh. Bart. Schminke. Was ist das? Watson. Ach, wir können Watson anziehen. So, jetzt habe ich es verstanden. Ja, Watson, du brauchst auch eine Kopfbedeckung. So. Schön. Dann gehen wir mal raus. Okay. A cactus spine. If it gets in your skin, it's awfully tricky to remove, and when laced with poison, the perfect assassination tool. You were mistaken, Dr. Watson. The paper was indeed dirtied, but not how you implied. It's potting soil. See, Watson? The conspiracy is real. Someone tried to poison me. Poison? You? That's madness.
Halte Get the RT strand. gedrückt. Get your copy of the strand here. Ah, so. Okay. Ja. Du, hey, Sorry, Mr. hier. Holmes. I just sold my last paper. Blast. Then why are you still here? Boss pays by the hour. No sense in returning early. Any breaking news today? The dock accident. It's the talk of the town. Yes, yes. Besides the tripe on the front page, anything about burglaries? I'm not sure, sir. You're a bright child. I presume you see everything that goes on around here? Nothing gets past me, mister. Then tell me, did you notice anyone suspicious at my door this morning? Like the man with your newspaper? Precisely. What do you know? I know the value of a shilling. Dr. Watson, Cool, now I can take the day off. did you see what he was up to? Nah, not really. I saw him approaching your house, but I had a customer. Then there's a loud bang. I ducked down. Not because I was scared, because I wasn't. I had to protect the merchandise. And all I could see was him kneeling at your door. Which way did he go? Not sure. I was distracted by customers. Sorry. Can you describe the man you saw? He was carrying a lot of books. Up to his chin they were. Never heard of a well-read assassin. Looks can deceive. Hence the appeal of disguises. All right. You earned your shilling. That'll be all. Thanks, Mr. Holmes. Maybe I could be your eyes and ears. If you have more shillings. Get the strand. Get your copy of the strand here. Du hast doch keine mehr, du Lügner. Aussage des Zeitungsjungen. Der junge Zeitungsverkäufer hat offenbar nicht viel gesehen. Er sagte, ihm sei ein auffällig aussehender Mann ins Auge gestochen, der zu unserem Haus gegangen sei. Und dann habe es einen lauten Knall gegeben. Anschließend habe der Mann vor der Tür gekniet. Der Zeitungsjunge verlor ihn dann laut seiner Aussage aus den Augen, da er sich um seine Kundschaft kümmern musste. Der Mann soll einen Stapel Bücher getragen haben. Kaktusstachel, womöglich mit Gift. Ich habe das fehlende Exemplar des Strand in der Mülltonne gefunden. Im Zeitungspapier steckte ein Kaktusstachel. Da sich solch ein Stachel nur schwer aus der Haut entfernen lässt, handelt es sich dabei in Kombination mit Gift um das perfekte Mordwerkzeug. Die Zeitung ist feucht und mit Blumenerde verschmutzt. Die Zeitung liegt tatsächlich in der Mülltonne. Wer hat den Strand ruiniert? In jedem Kapitel ergeben sich bei den Ermittlungen fallrelevante Fragen. Die Fragen werden im Bereich Gedankenspiele angezeigt. Beantworte alle Fragen, um zum nächsten Kapitel voranschreiten zu können. Dieses Symbol erscheint im Spiel, wenn sie eine neue Frage für Gedankenspiele aufgetan hat oder wenn du über genügend Hinweise zu beantworten einer Frage verfügst. Drücken, um die Fallmappe aufzurufen und dann in den Bereich Gedankenspiele. Wähle im Bereich Gedanken die Frage, die du beantworten möchtest. Müssen wir nicht zum Barnes? Captain Stanwicks Herrenhaus. Mr. Barnes Buchhandlung. Na also, da müssen wir ja rein. Ist das nicht? Do you even have enemies that would want to kill you? Okay, perhaps from Cordona. Cordona. Ich dachte, wir müssen da jetzt rein. Ich mach Pause. Barnes Bookshop. Ich bin schon jetzt überfordert. Ich bin der beste Detektiv auf jeden Fall. Okay. Ja, eigentlich muss ich doch da... Hä? Katze. Oh. Da fängt's wieder an. Barnes Bookseller. Da müssen wir doch hin. Oder nicht? Barnes Bookshop. Barnes Bookseller. Boots and Shoes. Ja, wo macht er denn Pause? Ich laufe jetzt einfach mal ein bisschen rum hier.
Ich würde eigentlich zuerst gerne das eine lösen. Bevor ich hier was anderes anfange. Help. Oh Gott, okay. Wait. Also man kann hier so... Gelb haben wir nicht. Mr. Barnes ist in das Komplott verwickelt. Laut Aussagen des Zeitungsjungen hat der auffällige Mann einen Stapel Bücher getragen und heute Morgen hat der hiesige Buchhändler Mr. Barnes ein Buch für Watson ausgeliefert. Ein Kaktusstachel als Mordwerkzeug, ein lauter Knall. Ein Besuch bei Mr. Barnes wäre wohl mehr als angebracht. Mr. Barnes. Ein Besuch bei Mr. Barnes. Mr. Holmes' murder? Yes, Barnes has his quirks, but he also has his scruples. Not every pawn knows it's part of a game. Du kannst Hinweise anheften, um ohne Fallmappe auf sie zugreifen zu können. Versuche die Buchhandlung zu finden. Gefunden. How about that Vogel fellow? He seems rather obsessed with you. Would he do something like this? So, Barnes has a dog now. Who's a good boy? Ah, jetzt gucken wir ihn wieder von oben nach unten an, ne? Tränensäcke unter den Augen, arbeitet zu viel. Tinte, Druckerschwärze. Lehnt sich auf sein rechtes Bein, Schmerzen am linken Bein. Hohe Absätze, will größer wirken. Arbeitstier oder wird unter Druck gesetzt? Arbeitstier. Mr. Barnes humpelt und hat dicke Tränensäcke unter den Augen. Begleiterscheinung seiner jahrelangen harten Arbeit. Es mangelt ihm an Selbstvertrauen, weswegen er hohe Absätze trägt, um größer zu wirken. Es ist unwahrscheinlich, dass jemand wie er in ein Mord komplett verwickelt ist, wenngleich die Druckerschwärze auf seinen Händen darauf hindeutet, dass er derjenige war, der die Zeitung ruiniert hat. Es ist allerdings durchaus möglich, dass Mr. Barnes als Figur in einem größeren Spiel benutzt wird, ohne davon zu wissen. Wird unter Druck gesetzt. Mr. Barnes hat dicke Tränensäcke unter den Augen, das Resultat von Schlafmangel und Stress. Er humpelt, wahrscheinlich aufgrund einer Gewalteinwirkung. Er trägt hohe Absätze, um größer oder stärker zu wirken, vermutlich, um nicht wieder das Opfer von Gewalt zu werden. Mr. Barnes wird von jemandem unter Druck gesetzt und könnte in einen komplett gegen mich verstrickt sein. Druckerschwärze will größer wirken, Schmerzen am linken Bein. Ich würde sagen, er ist ein Arbeitstier, oder? Ich denke, das ist so ein armer Dude. Der hat keinen Plan. Ja. Mr. Barnes, a word. Ah, for goodness sake. Was hat das jetzt? Who goes there? Sherlock Holmes. Now will you please... Mr. Holmes. Golly, I did not see you come in. Would you care to answer some questions for me? Well, I wish I could, but I am deep in the weeds with work. How about we reschedule in a month or two? Come now, Mr. Barnes. It will only take a moment. Really deep in the weeds with important things. Well, help yourself to any book. Just take it and pay later. I trust you, Mr. Holmes. Barnes doesn't seem like himself. Why is he acting this way? You're asking the right questions, Doctor. Let's find a way to coax him out. Mit LB kannst du interaktive Elemente in der Spielumgebung hervorheben. Oh. The ladder is broken.
recently, judging by the freshness of the wood. Na, und da ist er hingefallen und deshalb humpelt er. I could hardly imagine anything more macabre. Basics of cryptoanalysis, cryptography in Egypt. It appears Barnes has an interesting hobby. Katalog für exotische Pflanzen. Ein Katalog für exotische Pflanzen auf der Ladentheke von Mr. Barnes Buchhandlung. Der Titel des Katalogs lautet Immergrüne Pflanzen für eine immerwährende Liebe. In the language of Mycroft's secret agents, it's a sign. Dried flowers are replaced when the job is done. I wonder who the recipient is. Auf was für Ideen der kommt. An improvised stand, but it does make the flowers more visible. What else is there? The finest view London has to offer. Barnes has always been a little odd, but this is uncharacteristic even for him. Okay, verweckte Blumen im Schaufenster. Im Schaufenster von Mr. Barnes Buchhandlung steht ein Strauß verweckter Blumen. Er wurde auf einem Bücherstapel abgestellt, der als improvisierter Untersetzer dient. Offenbar wollte Mr. Barnes dafür sorgen, dass seine Blumen deutlich sichtbar sind. Mycrofts Agenten nutzen Blumen auf ähnliche Weise, um miteinander zu kommunizieren. Kryptologie-Bücher auf Barnes Ladentheke. Auf der Ladentheke von Mr. Barnes Buchhandlung liegen mehrere Bücher über Kryptologie. Die Bücher sehen abgenutzt aus und stehen nicht zu Verkauf. Mr. Barnes scheint regelmäßig darin zu lesen und er hat auch Anmerkungen hinzugefügt. Ja. Charakterprofil. Das haben wir schon durchgelesen. Kaputte Holzleiter. Eine Holzleiter in einer Ecke von Mr. Barnes Buchhandlung ist kaputt. Da das Holz an der Bruchstelle noch recht frisch ist, kann die Spruch erst vor kurzem zu Bruch gegangen sein. Warum verhält sich Mr. Barnes so sonderbar? Also den Hinweis habe ich noch gar nicht. Dokumente und Aussagen. Dann müssen wir wohl rausgehen. Zu der Dame gegenüber. The weather is dreary, isn't it? To be fair, my flowers could use the rainfall. Encouraging people to stop and smell the roses? Our national emblem. God save the Queen. It must take patience and care to produce a bloom so beautiful. I imagine so. I merely sell them. Familiar spine? That's what I found in my dustbin. The pot is damaged. The blow was severe, but softened by something. Anything tickle your fancy, Mr. Holmes? Wir starren sie erstmal ganz gruselig von oben nach unten an. Trägt Schminke, will schön sein oder etwas verbergen. Oh. Blick in die Ferne, hält Ausschau oder nachdenklich. Die ist einfach nur schüchtern, weil wir so gut aussehen. Trauerbrosche, in Gedanken an verstorbenen Ehemann. Oh hoppla.
Teurer Stoff, ungewöhnliche Arbeitsbekleidung. Ich gehe mal ganz kurz hier nach unten. Saure Stiefel. Hat bei Ankunft Schuhe gewechselt. Immer noch von Trauer erfüllt. Miss Fleming. Warte. Will schön sein. Hat bei Ankunft Schuhe gewechselt. Hält Ausschau. Oder nachdenklich. Miss Fleming trägt Schminke, um ihre tränenverschmierten Wangen zu kaschieren. Ihr Kleid besteht aus teurem Stoff, der sich eigentlich nicht für den Arbeitsalltag eignet. Ihre Stiefel sind nicht mit Matsch verdeckt. Sie muss ihr Schuhwerk gewechselt haben, als sie zu ihrem Verkaufsstand kam. Miss Fleming versucht ihren Kummer mit eleganter, extravaganter Kleidung zu überspielen, trägt aber immer noch eine Trauerbrosche in Gedenken an ihren verstorbenen Ehemann. Schaut nach vorne. Miss Fleming trägt eine Trauerbrosche in Gedenken an ihren verstorbenen Ehemann. Ihr Kleid besteht aus teurem Stoff, der sich eigentlich nicht für den Arbeitsalltag eignet. Ihre Stiefel sind nicht mit Matsch verdreckt. Sie muss ihr Schuhwerk gewechselt haben, als sie zu ihrem Verkaufsstand kam. Ihr Blick schweift ständig in die Ferne ab, was vermuten lässt, dass sie nach irgendetwas auf der Straße Ausschau hält. Vielleicht wartet sie auf jemanden. Miss Fleming hat ihren Mann offenkundig geliebt, versucht aber nach vorne zu schauen, worauf ihre Schminke und ihre elegante Kleidung hindeuten. Womöglich hat sie sich so herausgeputzt, um jemandes Aufmerksamkeit zu erregen oder einfach nur um ihre Selbstwertschätzung zum Ausdruck zu bringen. Ja, ich glaube, sie schaut nach vorne. Mrs. Fleming, you look particularly lovely today. Is there a reason? Does a woman need a reason to look or feel beautiful? No, but your distant look suggests you seek one man's gaze in particular. Who told you that? Nobody. Merely a keen eye and some simple deduction. Well, I'll kindly ask you to keep your keen eye to yourself, Mr. Holmes. One of these things is not like the other. Come again? The cactus. Those fearsome spines can prove a devil to remove, and the sap is often toxic. And a rose thorn can give you tetanus, but we still grow them. The cactus seems comparatively harmless, though you have me thinking it must be valuable. I was under the impression that you knew its price already. Your guess is as good as mine. The first time I saw this cactus was when I came back from my break. Miss Fleming sagte, sie wisse nicht, wie der Kaktus auf ihren Verkaufsstand gekommen sei. Er hätte plötzlich dort gestanden, als sie aus ihrer Pause zurückkam. What do you make of the flowers in Barnes' shop window? Well, they could use a bit of water. Do they mean anything to you? Mean anything how? I'm not sure I follow, Mr. Holmes. Why do you think they're there? Are you suggesting the flowers are for me? It seems likely, does it not? Oh, I hope you're right. Are you familiar with Mr. Barnes? Yes. No, not really. Well, in a way. What on earth does that mean? I know who he is, of course, but we haven't shared much more than a look. A look? Yes. Each morning I go for a walk in the park with my dog, and most days I spot Mr. Barnes there with his new puppy, so we see each other. Actually, we once met briefly while our dogs played. He was quiet and seemed unsteady as he approached, but since then, we've never spoken. I often see him staring through the shop window. Sometimes I wonder what he thinks about that would etch such longing onto his face. Okay. Miss Fleming sagte, dass sie nichts über die verwelkten Blumen weiß, aber hofft, dass sie dort für sie stehen. Miss Fleming sagt, sie wisse nicht, wie der Kaktus auf ihren Verkaufsstand gekommen sei. Er hätte plötzlich dort gestanden, als sie aus ihrer Pause zurückkam. Mr. Barnes ist in Miss Fleming verliebt. Mr. Barnes hatte einen Strauß verwelkter Blumen ins Schaufenster gestellt, um die Aufmerksamkeit der Blumenverkäuferin Miss Fleming zu wecken. Vielleicht hofft er, sie so dazu zu bringen, in seinen Laden zu kommen und ihm Ratschläge zum Blumengießen zu geben. Oder es handelt sich um den Versuch, ihr auf subtile Weise seine Verzweiflung zu signalisieren. Mr. Barnes hat Miss Fleming anonym einen Kaktus geschenkt, den er aus dem Katalog auf seiner Ladentheke bestellt hat. Womöglich nicht die beste Wahl, aber für Mr. Barnes scheint der Kaktus seine ewige Liebe zu symbolisieren. Nicht zuletzt lautet der Titel des Katalogs Immergrüne Pflanzen für eine immerwährende Liebe. Ganz offensichtlich handelt es sich dabei um den Kaktus, den er auf den Strand in der Mülltonne vor der Baker Street fallen ließ. Es ist so Zeit, dass er die Karten auf den Tisch legt. I think perhaps I have been chasing shadows.
Do not despair, Mr. Holmes. Even the best of us make mistakes. We better tell Mr. Barnes what we've learned. Ich frage mich, ob Watson da ist oder ist er jetzt auch nur in unserem Kopf? Mr. Barnes, I know what you did, and I know why you did it. I'm sorry, Mr. Holmes. I can't hear you very well from behind the door. You ordered a cactus from the plant catalogue and then left it for Mrs. Fleming as a gift. You place flowers in the window to get her attention and wear high heels to appear taller and more desirable. You are her secret admirer. I couldn't read this morning's edition of The Strand because it was covered in soil and spines. I know you dropped a cactus on it and then fled. Barnes, it's Dr. Watson. Rest assured we are not interested in disclosing your personal affairs to anyone, including Mrs. Fleming. Please come out. All right, then. So, you know what happened then? I was on my way back from the post office, having picked up the cactus and some books. It was quite an awkward package, heavy too, and when I got to your door, I dropped the cactus in your paper. Forgive me. I needed that paper to prove a theory and prevent a crime. Your actions were rather disruptive. Your clumsiness carrying the post is matched only by the clumsiness of your romantic gesture. Oh, it's true. I am useless with this sort of thing. I'm not even sure if Mrs. Fleming noticed. As in most things in life, truth is the answer. Cease with the abstruse signals and anonymous gifts, and simply talk to the woman. What is the worst that can happen? She rejects you, and you are freed from this endless purgatory. That... Yes, you are correct, of course. I do have a slight tendency to overthink things. Thank you. So, at last, we return to the matter of the paper. I'm investigating a string of burglaries. Did you perhaps read of any before the edition was spoiled? I don't recall, but you're welcome to read our copy for yourself. You had an issue of The Strand here all along? Well, naturally. I am a bookseller. I have a subscription to every magazine and newspaper in London. So you ought to be familiar with the concept of burying the lead. Oh no, my apologies, Mr. Holmes. I'll make it up to you however I can. I am an expert on obscure languages and translation and Yes, okay. Just give me the paper. The Strand, 28. September 1882. Wir sind Beziehungsberater, okay, super. Salpeterexplosion erschüttert die Docks. Vergangene Nacht wurde die Anwohner des Londoner Hafens durch laute Knallgeräusche und dichten roten Rauch unsanft aus dem Schlaf gerissen. Das Handelsschiff Moskwa hatte am frühen Abend auf seiner Fahrt zum europäischen Festland für einen Zwischenstopp am Pier Nummer 3 angelegt, als es an Bord plötzlich zu mehreren Detonationen kam. Die Hafenbehörde äußerte sich bisher nicht zu dem Vorfall und es ist nicht bekannt, ob sich zu dem Zeitpunkt Besatzungsmitglieder an Bord befanden. Augenzeugenberichten zufolge gelangte Salpeter in den Fluss, doch da der Ort des Geschehens nach wie vor weiträumig abgesperrt ist, lassen sich die Angaben noch nicht unabhängig überprüfen. Come, Dr. Watson. Let us put this matter behind us. Farewell, Mr. Barnes. I hope to hear good news about you and Mrs. Fleming. let me know if there's any way I can make it up to you. Tell you what, tomorrow's edition of The Strand is on me. Danke, danke. Gut. Tschüssi. Well, that was an utter waste of time. An assassination did seem rather unlikely. There was supposed to be another burglary. I was certain of it. Something you wish to say, Doctor? No. Well, only that you have a remarkable faculty for deduction and pattern recognition. And that perhaps, if ill-applied... I see things that are not there. Yes. It is London. There will always be burglaries. Doesn't have to mean anything. So it seems. Forgive me. Without something to occupy my mind, I turn into an entirely different animal. Which brings us back to my news from earlier. I think I have a case for you, a real one. Truly? Indeed.
though perhaps not as thrilling as your stories from Cordona. A patient of mine, Captain Stenwick, told me that his servant disappeared. I said I knew just the man to help. What do you say? Oh, Watson. Yes, I know it's not the most tantalizing mystery nor the story to launch my writing career, but... It's brilliant. Let's go. Oh, good. Well, his house is nearby. Come.